Top Speed is powered by Voogtman und Herold, Metallorem, SMLK Group, Hans-Peter Porsche Traumwerk, Löhlein Classics und die Württembergische. Ihr Fels in der Brandung. Herzlich willkommen bei Top Speed und herzlich willkommen in Paderborn. Wir sind bei der Firma Reller Automobile von Ralf Reller und wir nehmen hier heute eine Top Speed im Fokus-Sendung auf. Wieder mit 2 Kandidaten und wer die besten Fotos macht, der gewinnt etwas. Viel Spaß bei Top Speed. Bevor wir anfangen, gehe ich zuerst auf die Suche nach Ralf Reller. Ha, der Chef putzt selber. Hi Martin. Oder selbst. Selber oder selbst? Selbst. Hi. Und 30 Grad heute, Boah. gell? Wahnsinn. Es ist warm, es wird warm, es wird noch heißer. Lass mich raten. Du kriegst einen Kunde heute und der schaut sich das Auto an, sonst stehst du hier nicht, weil das ist nicht dein täglicher Job, Autos Genau, zu deswegen putzen, stehe ich in oder? der Auslieferungshalle. Ich entstaub nochmal den letzten Rest vom Wochenende, Ja. dass er gleich bereit ist für eine schöne Probefahrt. Etwas anderes. Ich hab im Auto nachgedacht. Ich glaube, wir haben uns dieses Jahr schon 6 oder 7 Mal gesehen. Oh, 2 Wochen her auf der Bodensee Classic zum letzten Mal. Schön, dass du mitmachst mit dem Fotowettbewerb. Wir haben am Telefon daran gesprochen. Du hast einige Sendungen gesehen. Du weißt ungefähr, was wir wollen. Wir kriegen 2 Kandidaten. 2 Bekannte. Eine kennst du sogar. Das ist der Fabio Dalpos, der Künstler, der Detlef Kümmer mit hatte auf der Messe in Essen. Wir haben uns auch gesehen. Und Sebastian Meyer, ein ganz lieber, guter Freund und auch ein Partner von Top Speed. Ich kenne uns auch schon ewig. Und die 2, die kriegen eine Kamera und du bist derjenige, der sagt, das brauche ich. Hast du darüber nachgedacht, was du ungefähr willst? Ja, wir können 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen. Ja. Weil wir hatten schon vor, ein Restaurationsprospekt zu erstellen und ein Werbeprospekt. Und dafür können wir schon einige gute Bilder gebrauchen. Ich bin mal gespannt, was die Kandidaten heute zustande kriegen, ob wir da was von verwenden können. Weil die Restauration ist ein wichtiger Punkt für dich, weil diese ist wirklich von der Pike an Frame off. Das bedeutet, der war nackt, der war nur das Frame war da. Und, das kann ich euch gleich noch mal zeigen, weil wir bauen gerade was ganz Besonderes, einen sogenannten SLR. Ja. Für dieses Fahrzeug brauchen wir auch einige Fotos. Ja. Deswegen würde ich den als Objekt für das Fotowettbewerb zur Verfügung stellen. Ja, es soll so sein, dass eine von den beiden den SLR und der andere macht andere Fotos, dass wir nicht das gleiche Objekt haben. Und dann schauen wir mal in der Werkstatt, weil die Jungs, die Mechaniker, die sind damit jeden Tag beschäftigt. Da brauchen wir auch für das Restaurationsprospekt noch einige Fotos, wo die Mechaniker am Auto arbeiten. Vielleicht kriegen wir da was Schönes zustande. Gutes Thema. Ich glaube, die Jungs sind schon im Büro. Ich habe die Autos schon gesehen, die sind schon da. Kaffee? Weißt du was? Kriegen wir noch. Ich habe nämlich Kuchen mitgebracht. Kuchen. Ja. Du hast es gut gemacht, das ist ganz lassen so. Das hast du sehr schön geputzt. Dann lass uns mal ins Büro gehen. Sehr schön. Die beiden Kandidaten sind tatsächlich schon angekommen und schauen sich vor dem Eingang einige Fahrzeuge an. Dieses Kunstwerk kennst du, oder? Ja klar kenne ich das. Ich habe es auch gezeichnet, aber das kennst du noch gar nicht, oder? Nee. Ja, zeige ich dir später. Übrigens, das ist unser guter Freund Sebastian Meyer. Hi Sebastian. Und ich muss dich warnen, weil du bist neben ein Vollprofi-Fotograf. Wer hätte das denn erzählt? Ich bin Sebastian Meyer. Ich habe Martin vor vielen Jahren kennengelernt. Ich glaube, 10 Jahre ist es schon her, weil wir liefern Trocknungsgeräte für Oldtimer-Garagen. Ich weiß gar nicht, was ich hier heute soll. Ich kann eigentlich nicht fotografieren, aber er glaubt an mich. Also, wir sind hier nicht nur zum Kaffee trinken und Autos anschauen, aber ihr 2 müsst auch richtig arbeiten. Ihr kriegt beide eine Kamera, eine Digitalkamera von Sony, Standardobjektiv, weil wir sind der Meinung, dass wir haben vorher auch Sendungen gemacht mit Profikameras, aber kaum jemand hat Interesse wirklich eine Vollprofikamera, aber die meisten Leute können sich ein Einstiegsmodell wie das sich leisten und man kann auch wunderschöne Fotos. Natürlich kann man auch mit einem iPhone kann man auch richtig schöne Fotos machen, aber den kleinen Schritt nach oben, dann macht man es mit so einer Kamera. Das könnte der Anfang sein für etwas Schönes. Bei dir, mein Freund, könnte man sagen, ja, bei ihm, er ist Künstler, das ist 1, 2, 3. Mein Name ist Fabio Dalpos, ich bin Künstler und zeichne sehr realistisch mit Kohle und Bleistift, also auch Naturkohle.
Ich zeichne unter anderem Menschen, Porträts, auch Tiere oder auch Gegenstände und natürlich auch Autos. Also ich habe auch eine Faszination für Autos und gerade auch Oldtimer. Aber du hast mir erzählt, du hast eigentlich noch nie eine Kamera in der Hand gehabt. Ja, man denkt, als Künstler kann man auch fotografieren, aber ich bin ehrlich, ich habe noch nie eine Digitalkamera oder eine teure Kamera in der Hand gehabt, sondern nur meine Handykamera. Aber das Auge hast du. Dass du das Auge hast, weiß ich auch, weil du hast Liebe für Detail. Auch für deine Oldtimer, eigentlich mit alles, was man macht. Wenn man zum Beispiel bei dir im Büro kommt, die Details, die stimmen. Und daher weiß ich, dass man auch genau das rausnehmen kann, was man braucht. Und was man braucht, das erzählst du jetzt, weil du hast einen Auftrag für sie. Wir haben einen Auftrag, genau. Wir restaurieren 190 SL und Pagoden, Frame-Off, das heißt einmal von der Karosse komplett, alles nackig, das sehen wir gleich bei dem SLR, was ein Objekt ist zum Fotografieren. Und wir haben vor, einen Prospekt zu erstellen und dafür brauchen wir quasi Profifotos von den einzelnen Objekten. Und dann das Wort sagt er richtig, quasi Fotoprofis, Profifotos. Profifotos. Ja, quasi. So, und da hätte ich gerne ein Foto einmal von dem Objekt an sich und einmal wie unsere Mechaniker am Objekt arbeiten. Da haben wir gerade ein 190 SL Montage. Ja. Und da wäre es ganz schön, wenn wir dann in der Werkstatt einige schöne Fotoaufnahmen erstellen könnten. Es gibt ein Foto von Werkstatt mit Leuten drin und es gibt eine von den SLR. Übrigens SLR ganz besonders, 17 Stück damals von Mercedes gebaut, die gingen alle nach Amerika. Wunderschönes Auto, man hat auch viel mehr PS als der Standard. Nur 1955 gab es ja, die. Da gab es genau. die Sporttüren, war ohne Verdeck. Genau. Wir werden den noch mit einem Kompressormotor ausrüsten, dass er auch richtig Power hat, dass man 190 SL nicht als Cruiser-Auto hat, wie man es gewohnt war, sondern als Rennsportwagen. Und in der Werkstatt zum Beispiel, da sind auch deine Leute, die sind da. Genau. So, dann kriegt man als Fotograf, muss man die Leute auch in Szene setzen. Die müssen tun, was ihr verlangt. So, die arbeiten alle mit. Ralf schaut über eure Schulter mit, aber am Anfang ist es eure Kreativität. Wir lassen euch los, wir sagen nichts, schau mal, wie es geht. Dann später kommt Ralf dazu und dann begleitet er ein bisschen, wenn er sieht, ihr seid richtig unterwegs oder es gibt noch ein bisschen Luft nach oben. Jetzt ist nur die Frage, wer macht was, weil einer nimmt den SLR und einer nimmt den, aber das überlassen wir eigentlich euch beide. Ja, ich würde sagen, ich gehe in die Werkstatt, oder? Ich mache den SLR. Okay. So, wir haben keine Diskussionen. Ich würde sagen, leg los. Viel Erfolg mit der Kamera. Viel Erfolg. Danke. Alles klar, danke. Viel Spaß. Viel Spaß, ciao. Ciao. Sebastian und Fabio gehen beide ihren eigenen Weg und interpretieren die Aufgabe ganz nach ihren eigenen Vorstellungen. Hier gibt es natürlich jede Menge zu fotografieren, aber für Sebastian wurde der Mercedes 190 SLR nach vorne geholt und so platziert, dass er dieses schöne Restaurierungsprojekt von allen Seiten fotografieren kann. Am Anfang muss er sich noch zurechtfinden, aber schon nach kurzer Zeit weiß Sebastian genau, was er will und lässt sich von niemandem stören. Selbst nicht von unserem Kameramann Jordan. Und als Ralf etwas später kurz vorbeischaut, ist er voll in seinem Element. Und, wie geht's? Kommst du zurecht? Ja, ganz Zeig gut. mal deine Fotos hier gemacht hast, von der wir mit anfangen können. Hier habe ich einmal die Türen, die speziellen Türen, die sind anders als bei dem... Genau, das sind die SLR-Türen, ohne Fensterheber, in Leichtbau. Das waren damals die Besonderheiten. Die wurden dann zum Auto mitgeliefert. Eine Tür, die dann für die Rennversion dann eingebaut worden ist. Haben wir nachgebaut, originalgetreu. Ja, super schön. Noch ein paar Ja, super. Schweißnähte. Ich weiß Genau, nicht, das ist die Karosserie. Das ist schon wichtig. Da sieht man, dass die Flügel neu gekommen sind. Das ist vorne dreiteilig. Einmal die Flügel rechts und links und die Brille vorne. Sieht man jetzt ganz schön, wo unser Mann die auf Stoß angesetzt hat und dann verschliffen hat. Genau hinten die Seitenteile, die er aufgemacht hat, innen konserviert und wieder reingesetzt hat. Das hat er auch super fotografiert. Sehr schön. Für Fabio liegt das Betrachten eines Motivs als Künstler natürlich mehr in seiner Komfortzone. Und auch er versucht Merkmale zu finden, die Ralf gerne auf den Fotos sehen möchte. Auch er bekommt dabei Unterstützung. Und zwar vom Werkstattleiter Matthias Steiling. Hi, ich bin der Matthias. Hi, Fabio. Du arbeitest an dem Auto? Ja, genau. Und das ist wirklich ein Frame-Off? Ja, Ach, komplett, alles neu. Genau. Hast du schon Fotos gemacht? Ja, willst du mal sehen? Ja, Schau mal. gerne. Hast du schon eine Idee? Ja, Ralf meinte, der Unterboden ist sehr wichtig. Ja, dann lasse ich das Auto mal hoch. Gib einem Oldtimer-Fan eine Kamera in die Hand und schon ist die Welt um ihn herum vergessen.
So geht es auch Sebastian. 190 SLR, was für ein schönes Auto. Und jetzt fragt Martin mich, ob ich hier Fotos mache. Der hat sie nicht alle. Ralf behält genau im Blick, was fotografiert wird und ob Sebastian seine Aufgabe erfüllt. Was du vielleicht nochmal fotografieren könntest, wie das Kühlergrill vorne drin sitzt, dass das genau eng auf Maß sitzt. Am besten von oben nochmal fotografieren, ja, okay. dass du siehst, wie die Schwerter rechts und links an der Karosse sitzen. Die müssen mal schön eng sitzen. Und auch nochmal die Lampenringe, wie die sitzen. Ja. Jetzt im Blech. Habe ich schon gesehen, die Spaltmaße sind wie beim Neuwagen. Ja, schon ordentlich angepasst. Und was ganz markant, da haben wir uns ganz viel Mühe gegeben, das könntest du nochmal mit aufnehmen, das ist der Scheibenrahmen. Den haben wir selber gebaut. Und zwar ist der eine ganze Ecke niedriger, flacher, wie bei dem originalen 190er. So ähnlich wie beim Porsche Speedster. Der hatte auch einen ganz flachen Scheibenrahmen, damit er aerodynamischer wurde. Wir haben damit die Säulen rechts und links, die A-Säulen gekürzt, haben den Scheibenrahmen gekürzt. Wenn man das von vorne vielleicht nochmal aufnimmt, dass man sieht, dass der Wagen damit insgesamt viel flacher wirkt. Ralf hat zwar gesagt, dass der Unterboden wichtig ist, aber worauf es dabei genau ankommt, weiß Fabio noch nicht. Gut, dass Matthias da ist. Ich weiß genau, was Ralf gemeint hat. Die Hinterachse ist sehr wichtig. Dass es auch die Originale wieder darunter ist. Es gibt ja diese Magic Numbers bei den Hinterachsen, Vorderachsen und so. Und die werden komplett bei uns im Haus überholt. Die werden auseinandergebaut. Das Spiel wird eingestellt und alles. Und das ist sehr, sehr wichtig. Und halt ganz wichtig wirklich, dass wieder die Originale, die damals unter dem Auto war, auch hier wieder drunter kommt. Da ist die Nummer. Sieht richtig gut aus. Sehr gut. Sieht richtig geil aus. Matthias arbeitet mit höchster Präzision. Und genau das verbindet ihn mit Fabio. Der eine auf Papier, der andere am klassischen Automobil. Ich hatte Fabio ja schon im Internet gesehen, ein paar Zeichnungen von ihm. Und das war wirklich der Wahnsinn, wie schön und exzellent er zeichnen kann. Aber das jetzt ist was ganz anderes, diese Fotografie. Aber er hat das Auge für das Detail und das ist echt gut. Heute entsteht wie aus dem Nichts eine Zusammenarbeit zwischen Menschen, die sich nicht kennen. Und dabei müssen die Kandidaten lernen zu verstehen, was Ralf genau zeigen möchte. Ja, zum einen diese ganzen Details, die markant sind für ein SLR. Und der Zustand, in dem sich jetzt das Fahrzeug befindet. Zwar ist jetzt die Karosserie ist fertig, es ist noch kein Lack drauf. Jetzt sieht man den Rohzustand. Jetzt sieht man das eigentliche Blech, wie gut auch gearbeitet worden ist. Dass die Bleche auf Stoß eingesetzt worden sind, dass teilweise Neubleche eingesetzt worden sind, dass Seitenteile aufgemacht worden sind, um sie im Inneren dann wieder zu konservieren, die Hohlräume. Und man sieht jetzt wunderschön diese einzelnen Details, die bei der Restauration ganz wichtig ist. Das Spaltmaß und die Passung der Chromteile vom Kühlergrill etc. Wir geben im Jahr so viel Geld aus für Kameraleute, für Social Media und Fotografen. Und hier kommt jetzt der Sebastian, der zum ersten Mal eine Kamera in der Hand hat. Schaut mal, was er da macht. Die Bilder, die er bisher gemacht hat, sind echt gut. Fabio und Matthias arbeiten inzwischen Hand in Hand. Natürlich weiß Matthias, was sein Chef zeigen möchte und weiß den Weg zum perfekten Foto. Einem Foto, das Ralf hoffentlich gefällt. So, jetzt schau, hier musst du auch Fotos von machen. Das ist ganz wichtig, die Kraftstoffleitung, dass die immer perfekt verlegt werden, nirgendwo drankommen. Ja, hast du was drauf? Ja. Arm, genau, perfekt. Und, wie läuft's? Ich habe deinen Mitarbeiter hinter Gittern. Eieiei, der ist am Wochenende mal. Cool. Hast du schon schöne Bilder gemacht? Ja klar, schau mal. Eieiei, guck mal, von der Achse. Wahnsinn, toll. Alles vom Unterbau. Ja, alles vom Unterboden. So habe ich mir das vorgestellt. Perfekt. Cool. Wahnsinn, tolle Detailaufnahmen. Ah, wie ein echter Fotograf, ey. Dafür, dass er erste Mal die Kamera in der Hand, dass das. Ja, da wird der Martin froh sein. Ja. Hast du von außen auch die Spaltmaße fotografiert vom Auto? Ja, das, was er mir alles erklärt hat, genau. Okay. Aber oh, cool. Sehr, sehr, sehr viele Bilder. Müssen wir die besten mal raussuchen. Sebastian fühlt sich inzwischen mit der Kamera in der Hand wie ein Fisch im Wasser. Ich glaube, ich hab's. Ich bin zufrieden. Und während Fabio mit seiner Arbeit zufrieden ist, hat Ralf das Gefühl, dass alles nach Plan läuft. Ich glaube, die brauchen mich hier gar nicht. Ich gehe jetzt Wasser trinken, ist so heiß hier. Jetzt müssen nur noch die Fotos bearbeitet werden. Und du, hast du schon? Ich habe 2.
Super Bilder. Ja, sowas sieht man ja im Internet überall. Ja, hier bei dir auch noch kein Gutes gesehen. Ralf Reller ist ein sehr dynamischer Unternehmer, der immer neue Pläne hat. Und nicht nur das, er setzt sie auch um. Schon vor einigen Jahren hat er mir erzählt, dass er erweitern möchte. Und genau das hat er gemacht. Eine komplett neue Halle steht kurz vor der Fertigstellung. Vor 2 Jahren hast du mir die Pläne erzählt. Letztes Jahr hast du gesagt, wir fangen an zu bauen und jetzt ist die Halle steht schon. Die Halle steht, genau. Wir müssen noch innen ausbauen. Hier kommen auf 2 Ebenen einmal ein Ersatzteillager und Büros und Aufenthaltsräume für die Mitarbeiter. Hier entsteht die offene Werkstatt, die ich als offene Küche beschrieben habe. Ja. Und dann, wenn wir weiter hinten schauen, Übrigens, ein Schmuckstück, spannendes Auto ist das. 560 SL. Der erste steht schon hier. Ja, genau. So. Und hier hinten kommt dann die Ausstellung Ja. mit einer kleinen Kochzeile. Ein großes Display hinten an der Wand und da sind schon die großen Schaufenster. Die Bäume kommen noch gestutzt. Ja. Dann sieht man den Showroom wunderschön von Aber die der Autobahn ist hier. Und das Genau, sieht man sieht man Relle wunderschön von der Autobahn sieht man dann jeweils immer das Auto, was dort hinten drin steht. Wann ist fertig? Ich denke mal, wir sind zum Oktober, September, Oktober. Und dann kommst du wieder. Und dann feiern wir Einweihung. Versprochen, dann sind wir bei der Eröffnung dabei. Versprochen. Und dann zeigen wir den Zuschauern zu Hause, was das geworden ist. Aber Das hast du uns vorgestellt. Ja, ich klappe dran. Bei dir, wie immer. Ralf und Fabio haben sich auf der Retro Classics in Essen kennengelernt. Am Stand von Detlef Kümmel wurde dort ein Mercedes 190 SL von Ralf ausgestellt. Und ausgerechnet dieses Fahrzeug hat Fabio als Motiv für eine seiner Zeichnungen ausgewählt. Ralf, am Anfang habe ich dir erzählt, ich habe eines deiner Autos gezeichnet. Hier ist das Werk. Bei dem ist es so, dass ich 4 Steps habe. Einmal, wie ich angefangen habe, wirklich, wo du nur die Striche siehst. Und dann wird es immer realistischer. Kannst du dir das gerne mal einmal anschauen. Cool. Genau, Die Endfassung wie ein Foto, Wahnsinn. Das gehört eigentlich hinter deinen Schreibtisch. Super. Ja, vor allen Dingen alle Rundungen, wenn du das hier so siehst, der Fensterrahmen, die Applikation, die Kiemen an den Kotflügeln. Du hast alles mit aufgenommen, den schönen Weißbandreifen. Und witzig ist auch, das war Detlef Kümmels Idee von Baris Ferraris, weil er hat mir gesagt, ich soll das als 4er-Step machen. Und ja, das ist das Ergebnis dazu. Das ist aber auch cool. Dankeschön. Ich hoffe, die Zuschauer können das gut erkennen, weil das ist hinter Folie, weil es ein limitierter Druck ist und es ein bisschen spiegeln kann. Bei dem ist es so, jeder kennt bestimmt die Szene aus dem Film Das verflixte 7. Jahr, Marilyn Monroe. Die 2 Figuren habe ich mit Bleistift gezeichnet und im Hintergrund komplett mit Naturkohle. Und das gehört in meinem Büro und das Bild gehört in deinem Büro. Perfekt, dann habe ich ja 2 Bilder verkauft heute. Jetzt ist es nur noch an Ralf und mir, die Fotos zu bewerten. Fangen wir an mit Foto 1 von Sebastian. Der ist schon der Hammer, muss ich echt sagen. Wahnsinn. Ich gebe für dieses Foto ein 8,5. Oh, halbe Punkte. Ja? Und du? 9 Punkte. Künstlerisch ist diese noch viel schöner. Das könnte ein Top-Fotograf gemacht haben. Genau. Man sieht hier die Spots, ich glaube auch, ein Top-Fotograf würde das mit Photoshop würde das wegnehmen. Aber hier dieses Teil. Das ist schon gut. Dann den flachen Scheibenrahmen, den ich eben angesprochen habe, der von uns konstruiert worden ist. Und dann dieses wunderschöne Kühlergrill. Wahnsinn. Ja, wunderschönes Foto. Das Foto kriegt von mir 9. Aber von dir, weil du zweifelst, glaube ich, ein bisschen. 9,5. Ich finde das auch etwas besser, einen halben Punkt besser. 9 und 9,5. Oh. Dass der Sebastian noch nie eine Kamera in der Hand hatte, ist genau. das schon total irre, was da für Fotos bei rausgekommen sind. Zum Künstler. Man versteht, was du sagen willst. Man sieht, dass er an der Mechanik arbeitet, aber so richtig... Ich fand das Foto ja am besten, wo Matthias hinter Gittern war, hinter dem Kühlergrill, wo er so in dem Motorraum steht. Aber leider das habe ich ihm auch gefragt, welche wählst du? Vorher hat er gesagt, ja, dann wähle ich nicht, weil die war nicht ganz scharf. Schade. Und das ist aber, die Idee war der Hammer. Das war insgesamt mein Favorit, wo ich mich drauf gefreut habe, wo ich gedacht habe, Mensch, das sind 10 Punkte. Aber weil die Idee war gut. Ich gebe mir 7. Für dieses Foto. Ja, du? 7,5. Okay. Letztes Foto. Ist gut in Detail. Er hat umgesetzt, was du
zeigen wolltest, Details. Gebaute Rückleuchte. Ja, die Schärfe ist richtig gut hier, auf was es sein muss. Genau. Und man sieht, es ist ein Rücklicht. Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, die beiden Fotos, eine 8,5. Heute waren wir zu Gast bei Relle Automobile in Paderborn, wo Sebastian Bayer und Fabio Dalpos als Amateurfotografen gegeneinander antraten. Und nach vielen Stunden mit der Kamera fällt die Entscheidung. Immer ein spannender Moment, aber es war wirklich schwierig. Und du hast nicht verstanden, warum er das Foto mit dem Gitter nicht genommen hat. Weil das eine super Fotoidee war. Ja, es war auch ein super Foto, nur das Gitter war halt scharf und der Rest dahinter nicht. Das kam nicht rüber. Das kam nicht rüber und für einen Katalog wäre es nicht gut. Trotzdem bin ich auf die Fotos gespannt. Foto 1, das war mit den Händen. Es war viel nix und ein kleines Mittelpunkt mit den Händen. Und ich denke, dass Leute, die nicht verstehen, um was es geht, wissen gar nicht, was da fotografiert wird. Das war schade. Also hast du von mir ein 7 und von Ralf hast du ein 7,5. Foto 2 aber, der war besser, der war viel besser. Das Bauteil am Auto war wieder verschwommen, das Kabel war verschwommen, die Finger waren etwas verschwommen. Also Und ich glaube, dass das war sogar auch- im Katalog aufgenommen werden kann, aber nicht das Hauptfoto. Da war es sehr gut. Da hast du von mir sogar ein 8 und von ihm ein 8,5. Das war ein 16,5. Gehen wir zu dir. Ralf, seine erste Reaktion war bei Foto 1. Wow. Und da hast du sogar ein 8,5 und von ihm sogar ein 9 bekommen. Und das ist jemand, der hatte noch nie eine Kamera in der Hand. So, das waren 17,5 Punkte für dieses Foto. Und dann kam Foto 2 und da waren wir eigentlich beide erstaunt. Und ich glaube, er sollte dir das Foto geben, sodass du das mit deiner Arbeit, was übrigens wahnsinnig ist, umsetzen kann als Zeichnung. Weil dann glaube ich, dass das ein Hammerfoto wird, weil ein Hammerbild wird gezeichnet von dir. Weil du hast ein 9 und eine 9,5 bekommen. So, damit, mein Lieber, hast du gewonnen. Okay. Und das hast du gar nicht erwartet. Und, liebe Zuschauer, da kommt es wieder. Er hat es noch nie gemacht. Er hat eigentlich, du hast das Auge für Detail. Das hast du. Aber das ist man das Zeichnen mit deiner perfekten Arbeit. Übrigens, wenn man mehr wissen will über dich, Fabio Dalpos, mit deiner unglaublichen Zeichnungen, wo geht man dann hin? Einfach im Internet unter www.fabiodalpos.com. Da stehen alle Weil Informationen. für mich, du bist mein Held, das weißt du. Und auch privat hat er das muss ich einfach sagen. Das Foto, was du von unserem Hund gemacht hast, die letztes Jahr verstorben war, hat uns zu Tränen gerührt. Danke, danke, danke. Ja, gerne, gerne. Aber das Wochenende geht an dir und deine ganze Familie, weil wirklich Urgroßonkel, die Kinder kommen mit und so weiter. Seefeld kennt er auch. Dann wird es ja nicht auffallen, dass ich mit euch mitfahre. Genau. Aber wir machen jetzt einfach eine Ausnahme. Du kriegst auch ein Kind und dann kommst du auch. Zusammen. Sollen wir das so machen? Dankeschön. So, du hast verloren, aber auch gewonnen. Perfekt, Und danke. Dankeschön. Sebastian, gratuliere. Herzlichen Glückwunsch. Ja, genau. Und ab jetzt, hey, du musst mir eine Kamera anschaffen, gell? Ja. Das ist, und deine Frau sagen auch, du, Handy gibt's nicht mehr, ab jetzt mache ich die Fotos, weil du hast das Auge. Und du, mein Lieber, vielen Dank. Es ist Hätte immer das eine gedacht. Freude mit dir. Du kriegst natürlich die Fotos und wenn die Fotos benutzt werden im Katalog, dann seid ihr ab jetzt bekannte Fotoproduzenten auch. So. Das war Topspeed, war wieder eine ganz, ganz tolle Sendung mit 4 Freunden untereinander und wir sehen uns nächste Woche wieder und wir sehen uns irgendwann irgendwie. Wenn das Auto fertig ist. Wenn das Auto, nee, vorher noch, hoffentlich. So, das war Topspeed. Tschüss. Tschüss. Ciao. Topspeed is powered by Voogtman und Herold, Metalorum, SML Car Group, Hans-Peter Porsche Traumwerk, Löhlein Classics und die Württembergische. Ihr Fels in der Brandung.